Hi, welcome back to the Lamrim. Hallo, willkommen zurück zum Lamrim. I'd like to start right off with Ich möchte this gleich photograph mit diesem you see here, Foto beginnen, das du hier siehst. of a lady, Eine Frau, and she's rushing to work sie in her eilt car, mit ihrem Auto and zur she's Arbeit looking at her watch. und schaut And auf that's ihre Uhr. exactly how I looked, I don't know, half an Genauso hour habe ich ago. vor etwa einer halben I live Stunde about ausgesehen. 45 minutes away from Ich wohne the etwa college here. 45 Minuten vom College And, entfernt. I rush Ich and habe get mich into my beeilt, car. I'm late. um Tim in and Seiji mein Auto are- I zu got think they steigen. get irritated Ich bin at zu me. spät. Tim And und I'm Seiji rushing, werden sich and über I mich jump ärgern. in the car. Ich beeile mich I'm like, und okay, springe ins if I Auto. just Okay, push it, I wenn ich can jetzt make it, Gas you know. gebe, dann kann ich es And I schaffen. start the car and I'm racing Ich starte das down Auto the und road. rase die Straße I get hinunter. about Ich bin halfway ungefähr here and I auf realize halbem I Weg forgot hierher. my Da bemerke ich, computer. dass ich meinen Computer I vergessen can't habe. do the video. Ich kann das Video nicht I'll have to go machen. back Ich muss nach Hause to my umkehren. house. And then it's just Und forget dann it, denke ich you know. nur noch, vergiss Tim's es. gonna give me that Tim wird pleasant mir smile that says, dieses nette "You're Lächeln unbelievably schenken, late." das sagt, du bist And, unglaublich spät dran. You know, that's how you feel stupid when you So dumm fühlst du dich, rush wenn du dich and abhetzt then you get und in mit your dem car and Auto you go irgendwo someplace and hinfährst. then you realize you forgot Und dann something merkst du, important. dass du etwas And then the Wichtiges whole vergessen rushing hast. is Dann ist die useless and ganze you Eile gotta go back nutzlos. and Du get musst what you umkehren, forgot and um come das back zu holen, again. was du So the vergessen theme hast, und wieder today zurückkehren. is Daher heißt called das rushing Thema to heute work zur Arbeit or hetzen doing things oder twice. Dinge In doppelt English, in tun. American English we call it Im double work. amerikanischen Englisch nennen wir So, das doppelte having to do Arbeit. double work. Doppelte Arbeit What's leisten that zu mean, müssen. double work? Was Well, bedeutet das, let's doppelte read Arbeit? this. Nun, lasst We're uns gonna das read lesen. a little poem. Wir werden It's by ein a kleines great Gedicht master named lesen. Arya Es ist von Shura. einem großen I Meister gotta namens think he lived Arya around Shura. the time of Ich glaube, er lebte etwa his book was translated into Chinese. als sein Buch we ins know the Chinesische date. übersetzt wurde. Wir kennen das So Datum 434 434 translated to nach Chinese. He must Christus be, I wurde guess he's es around ins the time Chinesische of übersetzt. Gartner, maybe almost Er 2000 lebte wohl in der Zeit von And he wrote Arya this poem. Nagarjuna, vielleicht This vor fast poem is from 2000 Jahren, Short und er book schrieb on the dieses perfection of Gedicht. wisdom. Dieses A Gedicht short book ist about aus the einem pen, kurzen right? Buch über die And it Vollendung der says, Weisheit, "Jiten du ein du kurzes sila tu Buch nebe, über den Stift. Tepa nipa tendu pangche shing. Tubgyao tepa ningje tembala. Shenpen ro chik ranshin derang ju. Okay? Jiten dudup sula tu mepe. Jiten dundup is a very beautiful expression. Dundup by itself, Dundrup, Okay, alleine für für sich, $50. für $50, Sanskrit. Sanskrit, Dundup. 40, 40, 30, 30, 20, yay, 20, 10. 10, Siddhartha. Siddhartha, Okay, so ja, yeah, Siddhartha. So Siddhartha. Okay, and it means to Es achieve the bedeutet, goal. So die Ziele zu Jigten erreichen. the name of the Buddha, Der when he Name was des a Buddhas, prince, is als er ein Siddhartha. Prinz war, And it lautet means Siddhartha. Und es bedeutet, to do what you have to das do zu tun, was for man other für andere people. So Menschen Jigten tun means muss. for other people. So Jigten bedeutet für means, andere Menschen. Zul means this Zul special bedeutet system dieses besondere System, you have in in mind. dem du all die All these Lebewesen beings that you im saw Sinn one hast, by one, die countless du beings that you eines saw one nach by dem one, anderen thinking gesehen about hast, die them. unzähligen Lebewesen, you're die du thinking eines about nach dem how to anderen take care of gesehen them. hast. Du denkst an And sie. Du There denkst, are some people wie du that dich um sie Tumepe, kümmerst. Es gibt einige they Leute, get distracted die by abgelenkt werden Tekpa von Nipo, Tekpa the Nipo, idea that there's die two Idee, different dass ways es to zwei approach a verschiedene spiritual Wege gibt, life, sich dem spirituellen Leben And zu nähern. It might be the case Es könnte der Fall that if you've sein, been sitting wenn through du this Lam Rim jahrelang for in diesem years, Lamrim gesessen then bist, you're kind of getting dann used to the gewöhnst du dich idea irgendwie an den that there are Gedanken, two, dass es grundsätzlich basically two zwei separate verschiedene tracks. We say three, Wege but the gibt. lower two are together. Wir sagen 3, aber die beiden And, niederen you sind can zusammen. think, well, Du könntest I denken, nun, could, ich könnte mich go for the big one. für das I could Große try to entscheiden. Ich reach könnte versuchen, Bodhicitta. Bodhicitta zu I erreichen. could try to have this Ich könnte experience that versuchen, Geshe-la's diese been Erfahrung talking zu machen, about. von der Geshe-la He keeps gesprochen hat. talking about it. Er redet ständig I darüber. don't know why he keeps Ich talking weiß about nicht, it, warum er immer but wieder he darüber seems spricht, to aber er think scheint that zu glauben, such a thing is dass so possible. etwas möglich ist. So, I could Ich kann also go diesen that high way hohen Weg gehen and I could und try könnte to do versuchen, something etwas zu that tun, would help das every jedem single being in the einzelnen universe. Wesen im Universum helfen Kind of würde. I'd have to be taking Irgendwie it on müsste faith, ich es I'd have to glauben. be thinking, Ich müsste darüber well, it is denken, possible nun, es ist to meet möglich, everybody in the jeden universe. im Universum And zu it is treffen. possible to- Es ist möglich, to promise each jedem of them, one Einzelnen by zu one, versprechen, I will work dass ich for für you. ihn I'd sorgen have to werde. kinda
Ich würde es Take it on sozusagen faith from im Geshe-la Glauben and an his great books. Geshe-la So that's one und way diese you could go. großartigen Bücher tun. Or you could say, that Das ist sounds also great. ein Weg, den du gehen That kannst. certainly Oder du sounds könntest sagen, amazing. das klingt But großartig. Das klingt let me einfach just start erstaunlich. where I am. Aber lass mich Let einfach me dort anfangen, wo do ich my gerade morning bin. meditation. Lass mich meine Let me try to be Morgenmeditationen patient machen und with my husband versuchen, in the mit meinem kitchen. Mann in der And, Küche geduldig zu let me sein. start- Lass mich dort let me beginnen, start where people wo start. normale I- Menschen maybe anfangen. Vielleicht I'll werde try to ich get to that other thing versuchen, later. I'll try später to auf get die to that andere other thing later Sache where you try to see einzugehen. all the Ich beauty werde in versuchen, it. später zu It dieser sounds a anderen little Sache bit zu over the kommen, top wo right du now, okay? versuchst, alle So, Wesen im Universum zu to sehen. choose, Das even klingt to im choose Moment etwas übertrieben. understanding the Sogar die husband Entscheidung, den Ehemann zu and verstehen understanding the und pen den Stift over zu verstehen, wenn trying das to have über this experience dem Versuch where steht, you diese see every Erfahrung zu living being in the machen, universe. wo du jedes Lebewesen It's im called Universum wasted siehst. effort or double Im effort Englischen in nennt English. man It das means verschwendete you're gonna Mühe have oder to come doppelte back Mühe. later Das bedeutet, and do it dass du anyway. später You see what I wiederkommen mean? und es It's trotzdem nochmal it's like tun musst. taking off Es ist, als ob du mit from deinem your Auto house in your schnell car von deinem and Haus then you have to turn around losfährst and go und back dann musst du umkehren to pick up something you und forgot because you zurückfahren, took off um too etwas fast. zu holen, das du So what he's vergessen saying hast, here is weil du zu Tumepe schnell Tepa losgefahren Nipo. bist. Was er hier sagt, If you think about it, wenn du darüber all nachdenkst, the all die all Wege, the approaches you all can die think of, Herangehensweisen, other than die etwas anderes trying sind to see als der every living Versuch, being jedes Lebewesen and do zu things for sehen them, und Dinge für sie zu are tun, actually Tumepa. Tumepa sind means eigentlich Tumepa. fruitless. Tumepa bedeutet They won't get you fruchtlos. anywhere. You're gonna have to Sie go werden back dich and nicht start over again weiterbringen. anyway. Du musst sowieso so it's a zurückkehren very und nochmal powerful, von vorne criticism. anfangen. Es ist He's also eine almost sehr criticizing starke seeing Kritik. emptiness directly. Er kritisiert beinahe die Okay? And we're Leerheit gonna get direkt zu into sehen. that kind of a feeling Wir here. kommen And it's- hier in ein it's solches dangerous Gefühl territory, und das ist right? ein gefährliches Gebiet. Isn't seeing emptiness Ist Leerheit directly the direkt zu greatest thing sehen you can do? nicht das Großartigste, das du tun why is he kannst? talking about Warum in a spricht way er darüber in how einer could Art that und be Weise, als wäre das sinnlos? pointless? Okay, Tumepa. Tumepa. Then the Bangcheshing, he says, give up this Er idea sagt, gib diese Idee that you auf, could dass have du an option die Möglichkeit haben to könntest, start with lower mit meditations or niedrigeren lower goals. Meditationen oder You have to niedrigeren start Zielen from zu the top. beginnen. Du musst von You have to ganz start oben beginnen. from Du trying musst to damit trigger anfangen, diese this Erfahrung experience mit jedem of every Lebewesen living being. auszulösen. Because if you Denn do it that way, wenn du es so then you magst, won't have to go dann back musst du and nicht start over zurückkehren again. You won't have und to go noch back einmal to von your vorne house anfangen. get Du the musst thing nicht you wieder forgot and nach come Hause back fahren again. und You're das, was wasting du time, vergessen okay? hast, holen und wiederkommen. Bangche, give up this idea Du that verschwendest you have an Zeit. option, okay? Gib Of diese course you have to see Vorstellung into auf, this dass du eine direction. Of Wahl course you hast. have to understand Natürlich musst du that. die Leerheit direkt sehen. Natürlich musst du den Stift But verstehen. now that we've Aber reached jetzt, the wo higher wir persons, den Bereich higher der capacity Personen mit persons höherem section, Motiv we erreicht can haben, say for the können first wir zum time in ersten 10 Mal years seit 10 Jahren sagen, that it's a very high priority dass es to eine have sehr this hohe experience, Priorität hat, this diese direct Erfahrung zu experience machen, of diese direkte Erfahrung, helping or jedem speaking to every Lebewesen living zu being. helfen oder mit ihm zu sprechen. And you can imagine, Du if you've kannst had dir that vorstellen, experience, wenn du diese Erfahrung your whole gemacht life hast, has hat changed. sich Your dein whole ganzes life Leben changes. verändert. Dein Nothing's the ganzes same Leben anymore. ändert sich. And all Nichts of ist your mehr so wie priorities, früher. all of Und your all deine hopes, Prioritäten, dreams, all deine Hoffnungen all of und your Träume, activities, all deine everything is Handlungen, completely alles ist different völlig from other anders people, als bei okay? anderen Menschen. So it's important to try to have Es this ist wichtig, experience. zu And we're versuchen, diese gonna Erfahrung talk zu about it a machen. lot, Wir werden für den Rest for dieses the rest Retreats of noch this viel retreat. darüber sprechen. Tepa Ningbo Je Tembala, Je Tupkya Tepa Ningje Tembala, Champagne Rochi Ranshin Dedang Juk. Okay, so give up this idea. Gib den Gedanken Ja. auf, dass du You dich should focus on auf anything etwas else. anderes konzentrieren solltest. Tupkya Tepa Ningje Tembala, concentrate on the one Konzentriere way, dich auf den Tepa, einen Weg, okay, Tepa, that the Buddha taught, den der that's Buddha based lehrte, on der basiert Ninje, auf taking care Ninje, of other people, sich um andere Menschen trying zu to kümmern. Versuche, repeat that diese experience Erfahrung that zu we keep wiederholen, talking about, über die wir immer that wieder you sprechen could werden, meet dass du jedes every living Lebewesen, being that das there es gibt, is. treffen könntest. That would be a Das wäre eine unique experience in your life. einzigartige That few Erfahrung in deinem minutes, Leben. Diese that wenigen 15, 20 Minuten, minutes, half diese hour, 15, that would 20 define your Minuten whole oder life. halben Stunde, And die dein all of ganzes your Leben life would bestimmen change, all of würden. your Dein priorities ganzes Leben würde sich ändern, all deine And you'd Prioritäten be würden on the sich way ändern. to true- Und du true wärst auf dem happiness Weg and the purpose zum of why you wahren were Glück born. und dem Ziel, warum du Alright, geboren wurdest. Champagne Rochi Ranshin Dedang Juk. Jump into the ocean Spring in den Ozean of the single song. des einzelnen And it Liedes. means Champagne. Champagne Es is bedeutet taking care of Champagne. people. Champagne Working bedeutet, sich um andere for the Menschen zu good. kümmern.
für das Wohl unzähliger Lebewesen zu arbeiten, die du einen nach dem anderen direkt getroffen hast. Und wäre das nicht großartig, wenn in unserem Retreat 1 oder 2 oder 10 Personen diese Erfahrung machen würden? Wäre das nicht toll, wenn einige Personen tatsächlich allen Wesen im Universum während einer halben Stunde begegnen würden? Wäre das nicht wunderschön? Chedang. Ich habe mir das Zitat angesehen und es ist korrekt. Dazu gibt es nichts Neues zu sagen. Dann zitiert er Geshe Potova, der einer der frühen Kadampa-Geshes von vor fast genau 1000 Jahren ist. Er sagt, diese Kadampa-Leute waren die erste Generation. Sie sind so etwas wie die Hippies, die in meiner Generation zum ersten Mal nach Indien gingen. Es fing mit ziemlich seltsamen Leuten an, wirklich seltsame Leute in ihrem Land. Sie waren wie die verrückten Hippies, die nach Indien gingen und diese Ideen mitbrachten. Ich fühle mich irgendwie zu ihnen hingezogen und bin stolz auf sie. Aber sie sind nicht in Klöstern aufgewachsen. Es waren Menschen, die den Mut hatten, auf eine andere Art und Weise zu arbeiten als ihre gesamte Kultur zu der Zeit. Sie waren Tibeter, die diese Dinge lernen wollten. Sie waren die erste Generation. Ich denke, wir alle gehören irgendwie zur ersten Generation und für mich ist das sehr, sehr aufregend. Mir ist es fast lieber, dass wir nicht in einem buddhistischen Land aufgewachsen sind. Wir lernen es, weil wir Mut haben und wir wollen es lernen. Das ist mir fast lieber. Geshe Potova sagt, übrigens war Geshe damals noch kein Abschluss im Kloster. Geshe meinte damals lediglich ein Kadampa-Lehrer, ein Kadampa-Meister. Meist waren es Laien und hatten Familien. Er sagt, in Tibet gibt es unzählige Flüsse und wenn du irgendwo hingehst, musst du diese Flüsse überqueren. Es ist eine große Sache in Tibet. Es ist wie Zähneputzen in Amerika oder so etwas. Du musst dies mehrmals am Tag tun. Du reitest auf einem Pferd durch den flachen Teil eines Flusses. Tibet ist ja das Himalaya-Gebirge, wo alle großen Flüsse Asiens anfangen. Der Yangtze, der Mekong, der Ganges, Brahmaputra. Alle großen Flüsse Asiens beginnen in Tibet. Also musst du immer kleine Flüsse überqueren, die zu großen Flüssen werden. Er sagt, sei nicht dumm und überquere den Fluss an der falschen Stelle. Sonst musst du in 10 Minuten später wieder durchqueren, weil dort ein Kreis, eine Kurve oder etwas Ähnliches ist. Sei klug, schau dir die Landkarte an, dann musst du den Fluss nicht zweimal überqueren. Das bedeutet, mach direkt die Erfahrung, jedem Lebewesen zu begegnen. Das war's dann auch schon. Du bist fertig. Du musst nicht dorthin zurückkehren. Dann ist es nicht so, dass du zu Hause etwas vergessen hast und du umkehren und zurückfahren musst. Du kannst effizient sein. Von Anfang an solltest du dir Mahayana vornehmen. Mahayana bedeutet genau das. Du machst diese Erfahrung, jedem Lebewesen zu begegnen. Das Mahayana ist kein System. Mahayana ist keine Gruppe von Büchern. Mahayana bedeutet, jedem Lebewesen direkt zu begegnen und sich ihm gegenüber zu verpflichten. Übrigens, falls du dich interessierst, seine Poesie ist sehr ungewöhnlich. Es handelt sich um eine gerade Silbenzahl. Es besteht aus 8 Silben. Normalerweise ist es da, 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 da. Hier ist es. Es fühlt sich auf Tibetisch seltsam an. Es fühlt sich einzigartig an. Du willst nicht zweimal denselben Fluss überqueren und zweimal deine Kleider hochziehen müssen. Das bedeutet, die Menschen in Tibet trugen meist Roben, selbst Laien trugen große, schwere Mäntel. Es wäre dumm, wenn du deine Hose zweimal hochziehen müsstest, um denselben Fluss zu durchqueren.
Dann springt er zu einem anderen Thema. Übrigens, falls du jemals Tibetisch lernen solltest, dieses Buch ist ungewöhnlich. Dieses Buch ist außergewöhnlich. Dieses Buch ist sicherlich das größte tibetische Buch, das je in tibetischer Sprache geschrieben wurde. Das war alles von Triyang Rinpoche, der Lehrer meines Lehrers, der das Buch geschrieben hat, der die Lehren niedergeschrieben hat. Und dann musst du denken, dass er Jahre seines Lebens damit verbracht hat, es perfekt zu machen. Die Rechtschreibung ist perfekt, die Sätze sind perfekt, die Bedeutung ist perfekt. Ich habe nie einen Fehler im Inhalt dieses Buches gefunden. Er springt plötzlich. Warum springt er? Er sagt Ahats, lasst uns über Ahats sprechen, lasst uns über Menschen sprechen, die Nirvana erreicht haben. Übrigens, er spricht über niedrige Ahats, Menschen, die ein niedriges Nirvana erreicht haben. Wenn du ein höheres Nirvana erreicht hast, ist es bereits Buddhaschaft. Es gibt also nicht so viele Gründe, darüber zu sprechen. Hier sagt er, Ahats, die es geschafft haben, Nirvana zu erreichen, niedriges Nirvana. Sie haben einfach all ihre negativen Emotionen beseitigt. Sie sind in der Lage, hier auf dieser Couch 1 Million Jahre lang in einer Art reinem, klarem Glück zu sitzen, ohne jeglichen Ärger oder Zweifeln oder Probleme. Shide Ying bedeutet das Reich des Friedens und des Glücks. Sie können dort 1 Million Jahre lang sitzen. Samgemikyapa bedeutet unglaublich. Es fällt uns schwer, uns die Freude vorzustellen, ein niederer Aha zu sein. Es ist nicht wie eine Art betäubende, stumpfe Meditation oder so etwas. Es ist hell, es ist bewusst, es ist perfekt. Es ist mit dem totalen Verständnis von Leerheit. Sie leben in diesem Zustand Millionen von Jahren. Lasst uns zum nächsten Absatz übergehen. Dann denken sie natürlich über sich selbst. Nun, ich denke, ich bleibe einfach hier. Es gibt keinen Grund, jetzt aufzustehen. Lamidang bedeutet, dass sie nicht wieder aufstehen wollen. Sie sitzen einfach nur da. Viele Millionen Jahre. Nambachak in Meditation. Nun, ein sehr interessanter Vergleich. Du musst den Vergleich im Auge behalten. Hier drüben gibt es eine Person, die Nirvana erreicht hat. Hier drüben gibt es eine Person, die Nirvana erreicht hat. Sie hängt in diesem wunderschönen persönlichen Raum herum. Hier drüben ist eine Person, die in die Höllen ging. Sie ging in die Höllenreiche und sie hat dort eine lange Zeit verbracht. Sie verbrannte dieses negative Karma in den Höllenreichen. Sie hat dieses negative Karma verbrannt und ist dann wieder in das Reich der Menschen aufgestiegen. Sie ist also in die Höllenreiche gefallen. Sie hat dort Tausende von Jahren verbracht. Dann Dal Jortop bekam sie wieder ein menschliches Leben in Muße und Glück. Sie kehrte in ein menschliches Leben der Muße und des Glücks zurück mit allen Bedürfnissen eines menschlichen Lebens. Sie fand einen Mahayana-Lehrer. Dieser Lehrer lehrte sie, wie sie diese Erfahrung mit unzähligen Lebewesen machen kann. Sie wurde Zangya, Tupa. Sie wurde erleuchtet. Sie hat wirklich hart gearbeitet und wurde erleuchtet. Zamdude. Also einerseits, hier ist dieser Typ, der ein persönliches Nirvana erreicht hat und dort herumhängt. Und andererseits ist dieser Typ, der in diesem Leben schlecht war und in die Höllenreiche fiel und dort Hunderttausende von Jahren verbrachte. Er kämpfte sich wieder zu einem menschlichen Leben hoch und in diesem menschlichen Leben betrat er das Mahayana und wurde ein Bodhisattva. Was ist besser? Und welches ist schneller? Welches benötigt weniger Zeit? Welches ist effizienter? Nein, zur Hölle gehen. Es ist effizienter. Es ist wirklich seltsam.
Es ist eine sehr seltsame, extreme, seltsame Aussage. Ich sage es nochmal. Hier ist ein Typ, nehmen wir an, er hat den Löwentanz korrekt ausgeführt und hat einen Ort des persönlichen Nirvanas erreicht. Er hängt dort seit Millionen von Jahren herum, aber er kann kein Buddha werden. Er ist nur ein Ahat, sein persönlicher, glücklicher Raum. Dort ist der andere Typ. Er hat Menschen verletzt, er hat Menschen getötet, er hat Menschen erschossen. Er ging in die Höllenreiche und arbeitete es ab. Er kämpfte sich zurück ins Menschenleben. Er studierte, er wurde ein Buddha. Welcher würdest du lieber sein? Babonka sagt, der zweite. Das ist sehr cool. Es ist sehr krass. Dann fahr zur Hölle. Ich schätze, er meint das wörtlich. Menschen, die Bescheid wissen, Menschen, die wirklich verstehen, wie die Dinge sind. Sie tun ihr Bestes, um sich aus einem persönlichen Nirvana herauszuhalten. Sie versuchen nicht dorthin zu gehen, weil es so köstlich ist, dass man Millionen von Jahren dort verbringen wird. Dann müssen sie den Fluss noch einmal durchqueren. Sie müssen noch einmal zurückgehen und Bodhicitta abholen und wiederkommen. Das ist wirklich cool. Besser noch, wir sollten zu einer Unterweisung gehen. Wir sollten von dieser Erfahrung hören, jedem Lebewesen zu versprechen, ihm zu helfen. Wir sollten diesen Samen in unserem Geist sehen. Dann sollten wir eine sehr ernste, falsche Weltsicht bekommen und all das gute Karma zerstören, das wir haben. Dann werden wir in den Höllen geboren und kämpfen uns zurück in ein menschliches Leben. In diesem Leben öffnet sich dann dieser Same aus einem früheren Leben, wo ich eine Mahayana-Unterweisung gehört habe. Ich hörte jemanden sagen, du kannst jedes Lebewesen treffen und dann reift dieser alte Same nach Tausenden von Jahren in der Hölle. Das wäre schneller. Das wäre schneller. Und das wäre besser. Das wäre ein besserer Weg in die Höllenreiche, als in einem persönlichen Nirvana sitzen und noch mehr Zeit zu verschwenden. Das ist eine außergewöhnliche Aussage. Ich habe hier ein Bild. Ich schaue mir diese Bilder gerne an. Neulich erhielt ich meine Kreditkartenabrechnung. Anscheinend macht es mir zu viel Spaß. Ich beschwere mich nicht. Ich meinte nur, was zum Teufel? Warum ist die so hoch? Dann war mir klar, dass es all diese Lamrim-Bilder waren. Wie dem auch sei, du hast dieses Bild von einem Mann, der sagt, dieser Kerl, hör zu, was ist hier los? Du denkst, es sei nur ein einfaches altes Bild, aber das ist es nicht. Das ist ein sehr tiefgründiges buddhistisches Bild. Ich musste zum SRP gehen, habe in den alten Büchern herumgewühlt und fand dieses Bild. Okay, war nur Spaß. Diese Dame fragt den Typen, wie komme ich nach Rimrock? Und der Typ sagt zu ihr, also, es ist die Schnellstraße 17, aber sie ist verstopft. Es gab einen Unfall. Sie werden lange brauchen, um anzukommen. Sie sollten die lange Umleitung nehmen, weil sie dann schneller ankommen. Dort ist ein Verkehrsunfall und ich habe ihnen gesagt, die Straße, die sie nehmen wollen, ist normalerweise schneller, aber heute Abend gab es einen Unfall. Ich schlage vor, sie nehmen einen Umweg und sie sagt, nein, ich will nicht, ich vertraue Ihnen nicht. Sagen Sie mir nur, wo die Schnellstraße 17 ist. Ich glaube Ihnen nicht, dass es länger dauert. Ich werde diesen Umweg, von dem Sie sprechen, nicht nehmen. Wenn er dann ein Buddha ist, er sagt, okay. Ich habe erklärt, dass die Schnellstraße 17 heute Abend verstopft ist und ich habe Ihnen vorgeschlagen, die lange Umleitung zu nehmen, weil es heute Abend schneller gehen würde, aber Sie vertrauen mir nicht. Sie wollen die Schnellstraße 17 nehmen. Nehmen Sie diese Ausfahrt und Sie befinden sich auf der Schnellstraße 17. Alles wird gut werden. Aber er lügt. Er belügt sie.
Sehr lustig. Darüber werden wir sprechen. Ich sage es nochmal. Die Schnellstraße 17 ist der beste Weg, um von Phoenix nach Rimrock zu fahren. Diese Dame fragt diesen Mann, wie komme ich auf die Schnellstraße 17? Dieser Mann weiß, dass man auf der Schnellstraße 17 heute Abend länger braucht. Er sagt dir, nehmen Sie nicht die Schnellstraße 17. Ich zeige Ihnen einen langsameren Weg. Nein, ich will nicht den langsameren Weg. Und er sagt, hören Sie zu, es ist ein langsamerer Weg, aber Sie werden schneller dort ankommen. Denn heute Abend ist die Schnellstraße 17 verstopft. Und sie sagt, ich glaube Ihnen nicht. Sagen Sie mir einfach, wo die Schnellstraße 17 ist. Er sagt, nehmen Sie diese Ausfahrt. Aber er sagt dir, dass sie die Abfahrt für den langen Weg nehmen soll, weil er sie liebt. Er möchte ihr helfen. Es ist irgendwie lustig. Es ist ein lustiges Beispiel, aber es ist perfekt. Vertraue mir. Jetzt geht's los. In früheren Zeiten gab es einen niedrigen Ahad namens Kashyapa. Es gibt viele Kashyapas. Er unterrichtete den niederen Hinayana-Weg. Es gab 60 Männer, die kurz vor dem Nirvana standen, auf dem niederen Weg. 60 Personen waren bereit, auf dem niederen Weg Nirvana zu erreichen, weil dieser große Hinayana-Lehrer ihnen beibrachte, wie man das macht. Und sie waren kurz davor, es zu erreichen. Und da sie kurz davor waren, das niedere Nirvana zu erreichen, erschien Manjushri dort. Der Buddha der Weisheit erschien. Und er lehrte sie absichtlich die Idee der direkten Begegnung mit allen Lebewesen, um ein Gespräch mit ihnen zu führen und ihnen zu sagen, ich werde mich um dich kümmern. Das passte ihnen nicht. Jetzt, hör dir das an. Hier ist ein Buddha, ein erleuchtetes Wesen, das die Gedanken eines Menschen lesen kann. Und er gibt ihnen eine falsche Unterweisung. Absichtlich lehrt er sie Mahayana. Diese Typen stehen kurz davor, das Hinayana-Nirvana zu erreichen. Manjushri taucht auf und lehrt sie den höheren Weg. Was passiert? Loktache für $50. Ja, 50 Mal für ihn. Erinnere mich dran. Diese Typen sagten zu Manjushri, du bist ein Arschloch. Wir stehen kurz vor dem Nirvana und du redest wirres Zeug. Wir sollen jedes Lebewesen treffen, zur Hölle gehen. Jetzt ist es irgendwie seltsam, weil Manjushri wusste, dass sie das sagen würden. Und er sagte trotzdem, was er sagte. Warum? Es ist der Typ, der der Dame zeigt, wohin sie gehen soll. Er will, dass sie zur Hölle gehen, weil es dann schneller geht. Es ist erstaunlich. Es ist unglaublich. Er sagt etwas, von dem er weiß, dass es ihnen nicht passt, weil er möchte, dass sie einen Buddha nicht respektieren. Anstatt das niedere Nirvana zu erreichen, werden sie zur Hölle gehen, aber mit einem Samen im Kopf, weil sie vom Mahayana gehört haben. Cool? Das ist wirklich seltsam. Das ist wirklich seltsam. Das bedeutet, dass dieses Verhalten gefährlich sein könnte, wenn wir nicht die Zukunft sehen. Ich denke, wir sollten mit dieser Herangehensweise irgendwie vorsichtig sein. Sie sind zur Hölle gegangen. Dann wurde dieser Hinayana-Lehrer Kashyapa wütend und ging zum Buddha, um eine Beschwerde über Manjushri einzureichen. Er sagte, ich habe diese 10 Menschen unterrichtet, die bereit waren, das Nirvana zu erreichen. Dieser Typ kommt und verärgert sie. Sie werden wütend auf ihn, sie unterbrechen ihre Meditation, sie gehen in die Höllenreiche. Ist der Typ dein Schüler? Shakyamuni sagt, ja, das ist mein Schüler. Was ist Tapke für $50?
Tapke. Manjushri Manjushri macht gerade Tapke. Ja, also schulde ich ihm jetzt 100. Shakyamuni sagt zu Kashyapa, der nicht der Buddha Kashyapa ist, das ist ein anderer Kashyapa. Er sagt, hör zu, Manjushri versucht sie in die Hölle zu schicken. Dann sagt der Typ, was? Er sagt, ja. Es heißt, es gibt ein neues Wort dafür. Unerwartete Strategie. Wie hast du es in deinem Geschäftsgespräch genannt, CG? Zerstörende Innovation. Perfekt. Zerstörende Innovation. Manjushri ist gerade dabei, zerstörende Innovation zu betreiben. Was meinst du mit zerstörender Innovation? Er will, dass sie in die Hölle gehen, weil das schneller geht, als den Fluss zweimal zu überqueren. Sehr interessant. Sehr interessant. Übrigens, im Lamrim sind wir dabei, einen Abschnitt zu erreichen, in dem Pabongka Rinpoche sagt, schau, man sagt, Lamrim ist für Kinder, aber Lamrim ist direktes Tantra, garantiert. Lekbasung, sagt er, Manjushri, perfekter Ansatz, perfekte Strategie. Wir sind fast fertig, halte durch. Shita nyamsha kap sange kikute techen na tunang ngashi de rola nyamsha pada kom chewe. So nyenanda chomanam there are es gibt niedere Ahats in Nirvana. Nyamsha kap, okay. They go into these. Sie gehen in diese tiefen Zustände des persönlichen Nirvanas. Es gibt eine berühmte Sache, die ich dir in den ACI-Kursen beigebracht habe. Was passiert an diesem Punkt? Du bist über 1 Million Jahre dort und jemand klopft dir auf die Schultern. Buddha arrangiert es. Buddha sagt, hey, du bist doch nicht fertig, steh auf. Du musst noch zurückgehen und den Fluss nochmal überqueren. Kehr um, geh nach Hause und hol, was du vergessen hast. Er weckt sie auf. Jemand sollte ein Theaterstück darüber schreiben oder so etwas. Es sollte ein Typ sein, der meditiert und ein anderer Typ kommt auf ihn zu und legt ihm Pommes frites vor die Nase. Er sagt, steh auf. Dann brachte Buddha sie dazu, das Mahayana zu betreten, aber sie werden immer noch Vorlieben haben, karmische Vorlieben in ihrem Geist für diese Art von abgedrehtem Nirvana. Und die sind gefährlich. Buddha hat sich also nicht dafür entschieden, Manjushri hat sich nicht dafür entschieden, sie das Nirvana erreichen zu lassen, um sie dann auf halbem Weg aufzuwecken. Denn dann hätten sie immer noch schlechte Samen im Geist. Sie würden sich immer noch von diesem niederen Nirvana angezogen fühlen. Also schickte er sie in die Hölle. Es ist sehr interessant. Sie wären nicht davon angezogen, dieses Treffen mit allen Lebewesen zu haben. Für diese Typen, die in einem persönlichen Nirvana sitzen, ist es schwer, Ninche zu bekommen. Karuna. Es ist Mitgefühl. Kika, das ist schwer für sie. Sie können sich nicht in normale Menschen einfühlen. Sie können nicht daran denken, wie schwer das Leben ist, denn ihr Leben ist zu angenehm. Der beste Bodhisattva ist jemand, der viele persönliche Probleme hat. Dann kann er ein wirklich guter Bodhisattva sein. Wenn du dieses Retreat machst, und du viele persönliche Probleme hast und du denkst, ich bin kein sehr guter Buddhist oder ich kann anderen Menschen nicht sehr viel helfen, genau hier sagt der Buddha, du bist perfekt für einen Bodhisattva. Menschen, die in ihrem Leben viel Ärger gehabt haben, Menschen, die immer und immer wieder versagt haben, sind die besten Menschen, um die Bodhisattva-Unterweisungen zu lehren. Weil du dort warst. Die Aufgabe eines Bodhisattvas ist es, andere Menschen zu lieben, die in Schwierigkeiten sind. Du kannst sie nicht wirklich lieben, wenn du diesen Ärger nicht kennst. Jeder,
der dieses Retreat macht, war in seinem Leben kein perfekter Mensch. Du bist der perfekte Kandidat für Bodhisattva. Wir werden in der nächsten Episode mehr darüber sprechen. Danke euch.